Mit Krypto Geld verdienen. Das ist der Grund, warum die meisten von uns hier sind, oder? Doch wann verdient man mit Krypto wirklich Geld? Das magische Wort ist verkaufen. In diesem Video bekommst du daher einen Überblick über die besten Krypto-Verkaufsstrategien für den nächsten Bullrun. Dieses Video ist für diejenigen von euch, die bisher noch keinen Exitplan haben, aber auch für alle, die nach weiteren Gewinnstrategien suchen. Danke allen fürs Mitmachen an der Stelle. Wenn du mich und den Kanal noch nicht kennst und auch in Zukunft mit dabei bleiben möchtest, wenn es um neue spannende Themen rund um Krypto geht, dann klick jetzt noch schnell auf den Abo-Button. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Ich danke dir und viel Spaß! Gehen wir jetzt die einzelnen Schritte der Reihe nach durch. Bevor du verkaufst, musst du dir zuerst eine ganz entscheidende Frage beantworten. Was machst du mit dem Gewinn? Jeder von uns hat andere Vorstellungen, was er mit dem Geld machen möchte. Brauchst du das Geld, um deine Schulden zu tilgen oder dir ein Haus oder ein Auto zu kaufen? Das wäre ein konkretes Ziel in dem Fall. Oder möchtest du die Gewinne aus Krypto ziehen und dann in andere Anlageklassen wie Aktien oder Edelmetalle umschichten? Also Stichwort Diversifikation. Und dann ist die Frage, welche Summe würde dein Leben verändern? Also was ist für dich life-changing money? 250.000, 500.000 oder mehr? Mach dir zunächst Gedanken über deine finanziellen Ziele, denn auf diesem Ziel baut deine Verkaufsstrategie auf. In meinem Online-Kurs findest du weitere Anregungen, um deine finanziellen Ziele zu definieren und dein individuelles Krypto-Portfolio zu erstellen. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Die Frage 2 für deinen Krypto-Exit-Plan lautet: Wie viele Anteile von deinem Portfolio möchtest du denn verkaufen? Nehmen wir an, du willst dir 2026 ein Haus kaufen. Krypto soll dir bis dahin natürlich Gewinne abwerfen. Dann macht es vermutlich Sinn, dass du den Großteil deiner Bestände abverkaufst. Möchtest du dein Vermögen dagegen weiter in Krypto lassen, wirst du vermutlich nur einen Bruchteil verkaufen. Ich glaube, dass Krypto als Anlageklasse grundsätzlich bestehen bleibt. Allerdings wird nicht jeder Low-Cap-Altcoin auch noch in 10 Jahren existieren. Eher wird sich Bitcoin meiner Meinung nach als Wertspeicher halten, vermutlich Ethereum und insbesondere die größeren Ökosysteme, also Utility-Coins, Utility-Tokens, die Mehrwerte bieten. Dementsprechend setze ich jetzt je nach Krypto-Projekt in meinem Portfolio unterschiedliche Strategien an. Von Bitcoin möchte ich persönlich so viele Anteile so lange wie möglich halten, um mir damit ein Vermögen in der Zukunft aufzubauen. Andere Projekte hingegen werde ich für mein Leben auch im Hier und Jetzt in den nächsten Jahren anteilig abverkaufen und die Überschüsse teilweise reinvestieren. Ich habe mir auch eure Kommentare dazu angeschaut. Die meisten von euch wollen auch anteilig im nächsten Bullrun verkaufen, meistens so zwischen 50% und 80%. Manche von euch sagen, ich möchte die dann in Aktien umschichten. Andere von euch schreiben, ja, bestimmte Assets wie Bitcoin, XRP oder Quant hingegen möchte ich so lange wie möglich halten. Das gehört über den Bullrun hinaus ins Hodl-Portfolio. Manche von euch verkaufen aber auch alles. Das ist eben total abhängig von den individuellen Zielen. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Frage 3 für deinen Exit-Plan lautet: Wann ist ein guter Zeitpunkt, um deine Kryptowährungen zu verkaufen? Und für diese Frage habe ich dir 4 mögliche Kriterien herausgesucht, die du für deinen Exit-Plan berücksichtigen kannst. Kriterium 1 ist der zeitbasierte Verkauf. Am besten verkaufst du sie im Bullrun, also in einem bestimmten Zeitraum, wenn der Markt steigt. Der Bullrun ist der Zeitpunkt, wenn die Euphorie am größten ist, alle Charts zum Mond zeigen. Das heißt also dann nicht kaufen, sondern verkaufen. Doch wann könnte der nächste Bullrun eintreten? Dazu hilft dir ein grobes Verständnis der Marktzyklen und insbesondere das Muster von Bitcoin. Bitcoin folgt in der Vergangenheit einem zyklischen 4-Jahres-Muster, das mit dem Halving zusammenhängt. Das Halving ist ein Event, was alle 4 Jahre stattfindet. Das sind die gestrichenen Linien hier im Chart, die zeigen dir die Halving-Events an. Was du siehst, ist, dass nach dem Halving in der Vergangenheit zeitversetzt der Bitcoin-Preis stieg. Zeitversetzt schauen wir uns mal an. Und zwar die Marktspitzen, die sogenannten Cycle Tops, wurden etwa 12 bis 18 Monate nach dem Halving erreicht. Im Schnitt sind das 480 Tage danach. Übertragen wir jetzt dieses Wissen mal auf den heutigen Stand. Das letzte Halving fand am 20. April 2024 statt. Ein potenziell guter Verkaufszeitraum wäre doch daher zwischen April 2025 und Oktober 2025. Wobei man sagen muss, dass Bitcoin häufig eben im April und im Oktober eine stärkere Performance zeigte als in anderen Monaten. Beispiel im Sommer noch. Im Moment befinden wir uns laut diesem Regenbogenchart hier in der
Akkumulationsphase, Stand des Videos. Das ist also eine gute Phase, wo der Bitcoin-Preis noch einigermaßen günstig ist, also eher ein guter Kaufzeitpunkt, Stichwort Sauerloch. Bleiben wir jetzt beim Zeitraum April 2025 bis Oktober 2025. Eine Möglichkeit, um die Marktspitzen noch besser zu treffen, besteht darin, den Exitplan innerhalb dieses Zeitraums mit einem zweiten Kriterium zu kombinieren. Und zwar einem Bitcoin-basierten Preis. Das heißt, bei welchem Bitcoin-Preis wärst du bereit, dich von deinem Investment zu trennen? Ja, und hier ist die Gretchenfrage. Preisprognose Bitcoin für 2025. Die Prognosen liegen hier weit auseinander. Die einen sagen 100.000 plus, die anderen 200.000 plus und noch viel höher. Gehen wir wieder in die Vergangenheit zurück. In früheren Zyklen erreichte Bitcoin nach dem Halving oft ein Vielfaches seines vorherigen Allzeithochs. Allerdings haben die Anstiege mit jedem Zyklus abgenommen. Das siehst du hier, und zwar 4 verschiedene Linien. Der Bitcoin-Preis nach dem ersten Halving 2012 in Orange, der erzielte die größten Gewinne, stieg am stärksten an. Nach dem ersten Halving 2012 stieg Bitcoin um 9.700% an. Nach dem zweiten Halving um 2.900%. Das sind etwa 70% weniger Anstieg. Nach dem dritten Halving 2020 lag der Anstieg jedoch nur noch bei 740%. In der Grafik siehst du auch hier wieder, die Linien werden flacher, also die Renditen nehmen ab. Wenn wir jetzt dennoch mal diesen Rückgang berücksichtigen, könnten wir theoretisch mit einem Kursgewinn zwischen 200 und 300% rechnen. Im April lag Bitcoin zum Halving bei knapp $65.000. Rechnen wir jetzt mit einem Kursgewinn von diesen 200 bis 300%, dann wären wir bei einem Preis von ca. $150.000, also etwas mehr als dem zweifachen Allzeithoch von 73.000 im März 2024. Das halte ich für möglich, wobei man natürlich auch weitere Faktoren berücksichtigen muss. Das war nur ein Rechenbeispiel. Es gibt viele andere Themen, makroökonomische Themen, Zinspolitik, die ETFs. Also es hat sich auch viel verändert im Vergleich zu den vorherigen Zyklen. Ich habe mal wieder bei euch nachgeschaut. Viele von euch aus der Community setzen Bitcoin-Preise auch an zwischen dem ersten Allzeithoch, wo sie anfangen, teilweise schon abzuverkaufen. Andere schreiben ja, unter 150.000 gebe ich kein Stück ab, schreibt Hermann zum Beispiel. Und erst dann fangt ihr teilweise mit den ersten Abverkäufen an. Kriterium 3 für einen Verkaufszeitpunkt wäre ein portfoliobasierter Wert. Das heißt, wenn dein Portfolio einen bestimmten Wert XY erreicht, bist du bereit zu verkaufen. Und dieser Wert ist natürlich subjektiv und abhängig von deinem Initialinvestment. Wichtig ist, dass du dir keine finanziellen Ziele setzt, die dich vom perfekten Markttiming abhängig machen. Viele Dinge liegen leider nicht in unserer Hand. Und niemand weiß, wo das Top und wo das Tief ist. Jetzt mal nur angenommen, rein hypothetisch, was ist, wenn Bitcoin im nächsten Bullrun gar keine 150.000 erreicht? Dann müsstest du ja bereit sein, möglicherweise wieder 4 Jahre zu warten. Kannst du dich darauf 100% verlassen? Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, gibt es eben keine Garantie. Ich persönlich setze mir den Portfoliowert als Art festen Exit, sprich, wenn mein Portfolio eine bestimmte Summe erreicht, dann verkaufe ich so oder so meine Position und gehe aus dem Markt. Kriterium 4 für einen passenden Verkaufszeitpunkt ist der Einsatz von technischen Indikatoren. Ich nutze manchmal Indikatoren, um den Markt neben Fundamentaldaten und eben makroökonomischen Nachrichten um eine weitere Dimension zu ergänzen. Ein Beispiel für so einen Exit-Indikator ist der gleitende 200-Wochen-Durchschnitt. Siehst du hier den Bitcoin-Chart. Immer dort, wo du jetzt die roten Punkte siehst, das war mal 2013, 2017, ein bisschen auch 2021 und 2022, da war der Markt historisch gesehen überhitzt und die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur danach stieg. Bitcoin lag deutlich über diesem 200-Wochen-Durchschnitt. Das ist die Linie, die du hier siehst. Und das war also immer dann ein guter Zeitpunkt, Bitcoin zu verkaufen. Weitere technische Indikatoren, die auch einige von euch aus der Community benutzen, ist zum Beispiel der RSI-Wert oder der P-Cycle-Indikator. Oder ihr habt auch bestimmte Fibonacci-Zonen oder Elliott-Wellen definiert, nach denen ihr euch richtet. Übrigens, es gibt auch weitere Indikatoren. Fear and Greed Index, der kombiniert sogar mehrere verschiedene Faktoren. Volatilität, Handelsvolumen, die allgemeine Nachrichtenstimmung. Oder falls du
gar keinen Bock auf Charttechnik hast, also die gar nicht verwenden willst, schau dich einfach in den Social-Media-Kanälen um. YouTube, Twitter, Insta, TikTok. Wenn dort die Preise explodieren und jeder Analyst to the moon schreit und prognostiziert, jeder vor Freude um die grünen Kerzen herum auf dem Tisch tanzt, ja, dann ist spätestens Zeit zu verkaufen. Soweit ist alles klar? Kommen wir jetzt auch zurück zu unserer tollen Übersicht. Du hast jetzt die ersten 3 Fragen für den Exit geklärt. Jetzt fehlt aber noch die letzte Frage, und zwar, wie verkaufst du? 2 Optionen. Entweder du verkaufst alles auf einmal oder du verkaufst in mehreren Schritten per DCA. Der Vorteil vom DCA, also vom Durchschnittskosteneffekt, ist, dass du den Zeitpunkt nicht perfekt treffen musst. Das ist also weniger emotional, als wenn du nur einmal verkaufst. Nachteil ist, dass es natürlich auch länger dauert, um deine Gewinne zu sichern. Dazu gucken wir uns mal wieder einen Chart an. Wirst du jetzt zu lange warten, dann könnte es sein, dass du das Top verpasst und ein Teil deines Kapitals dann, worst case, im Marktrückgang noch nicht realisiert wurde als Gewinn. Das siehst du hier an den Pfeilen, die ich dir markiert habe. Also grün ist, wenn du es gut getroffen hast per DCA, rot ist, wenn du es natürlich weniger gut getroffen hast. Ein Einmalverkauf macht dann auf der anderen Seite eben Sinn, wenn du eine klare Zielsumme im Kopf hast. Du sagst, ich will mein Haus kaufen, ich gehe raus mit einem Einmalverkauf, sobald ich die Zielsumme erreicht habe. Ist auch eine Möglichkeit. Es gibt unterschiedliche DCA-Varianten. Die einfachste Variante ist die klassische Variante. Das heißt, du verkaufst in immer gleichen Abständen regelmäßig Prozentsätze. Sagen wir, du beginnst im April 2025 und verkaufst dann im April 10% deiner Position, im Mai 10% und so weiter, bis das gesamte Investment verkauft ist. Eine fortgeschrittene Variante ist der gestaffelte DCA. Beim gestaffelten DCA gewichtest du die Prozentsätze stärker, je näher du dich bestimmten Risikozonen annäherst. Nehmen wir an, Beispiel, du willst ETH verkaufen, hast dafür hypothetische Risikozonen definiert. Das heißt, du verkaufst 10% deines Portfolios bei einem Preis von $4.500, 20% bei $4.800, 20% bei $5.000, 40% bei $6.000 und die restlichen 10% hältst du oder verkaufst sie einfach zu einem späteren Preispunkt. Alternativ kannst du natürlich auch am Anfang vom Bullrun langsamer verkaufen und du staffelst dann also von der Geschwindigkeit häufiger, je mehr sich der Bullrun dem Ende neigt. Geht natürlich auch noch in der Kombination mit technischen Indikatoren, mit Bitcoin-basierten Richtwerten und so weiter. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Die meisten von euch aus der Community setzen auf den gestaffelten DCA. Ragnar Ape schreibt zum Beispiel DCA in vorher für mich festgelegten Verkaufszonen. Velo Hero Staffelpreise zu jeweiligen Prozenten, 10, 30%, 50% wäre noch weiter gehalten. Also total unterschiedlich. Wie gesagt, die meisten nehmen die Staffelung. Das war der Verkauf in mehreren Stufen. Jetzt gibt es noch ergänzend, möchte ich mal noch kurz erwähnen, weitere Take-Profit-Strategien und auf 3 davon gehe ich kurz ein. Die erste Strategie ist, du verkaufst bei einem bestimmten Gewinnprozentsatz. Nehmen wir an, du hast in Solana 1.000 Euro investiert und legst fest, dass du bei 20% Gewinn verkaufen möchtest. In dem Fall kannst du dir zum Beispiel auch eine Limit Order bei 1.200 Euro setzen. Sobald dieser Kurs erreicht wird, wird deine Position automatisch verkauft und der Gewinn realisiert. Die Verkaufsstrategie macht bei kurzfristigen Haltezeiträumen Sinn. Eine zweite Take-Profit-Strategie ist die sogenannte House-Money-Strategie, die du verwenden kannst, wenn du in Kryptogewinne realisieren möchtest. Zuerst nimmst du dabei deine Initialinvestition zurück und dann reinvestierst du den Gewinn. Wir machen ein Beispiel. Du investierst 100 Euro in Dogecoin. Wenn dein Investment 200 Euro reicht, verkaufst du und zahlst dir die initialen 100 Euro aus. Die restlichen 100 Euro Gewinn reinvestierst du. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel in einen Langzeitcoin wie Bitcoin. Oder du parkst sie in Form von Stablecoins, machen auch einige von euch. Alternativ kannst du den Gewinn auch in total riskante Low-Cap-Coins rotieren und ja, mit dem Gewinn spekulieren. Die dritte Take-Profit-Strategie, die du mit dem Exit-Plan kombinieren könntest, ist das sogenannte Abschöpfen. Beispiel, du verkaufst immer dann, wenn Bitcoin um 20% angestiegen ist, 200 Euro. Mit dem Abschöpfen sicherst du dir kontinuierlich Gewinne, ohne dass du einen Großteil deiner Position aufgeben musst. Macht eben dann Sinn, wenn du sagst, du hast einen Coin, den du gerne im Portfolio behalten möchtest. Du kennst, es gibt hier unzählige Verkaufsstrategien, die für den nächsten Bullrun eingesetzt werden können.
Die Gesamtübersicht habe ich dir nochmal eingeblendet. Noch 5 Tipps zum Schluss. Tipp 1. Systematik hilft gegen Emotionen. Für eine gute Basis ist ein umgekehrter DCA eben wohl die einfachste und gängigste Methode, um der FOMO zu entgehen. Ich glaube, wenn es richtig abgeht, ich kann mir gut vorstellen, dass es uns allen richtig an die Nerven geht. Je fester und systematischer deine Strategie ist, desto weniger ärgerst du dich, wenn du den Ausstieg nicht exakt triffst. Auch ich bin mal gespannt, wie es mir im nächsten Monat geht. Für mich ist es persönlich der erste, den ich so richtig bewusst wahrnehme. Tipp 2. Mach's dir schriftlich. Notiere dir deine Ziele, wo du sie täglich zur Hand hast. Ein kurzer Blick auf deinen Plan kann dir helfen, rechtzeitig auszusteigen und deine Gewinne wirklich für das zu nutzen, was du dir vorgenommen hast. Tipp 3. Beachte die Steuern. Beim Swap und Trading entstehen steuerpflichtige Ereignisse. Auch diese Gewinne müssen je nach Haltefrist, Stichwort 1 Jahr, versteuert werden. Das also unbedingt mit einkalkulieren. Tipp 4. Denk auch an die Transaktionsgebühren. Lass zum Beispiel genügend ETH auf deinem Hardware-Wallet liegen, wenn du einen ERC20-Token auf eine Börse transferierst, um es dir dann auszuzahlen. Tipp 5. Bereite deine Hausbank auf Auszahlungen in Fiat vor. Mach dir vor großen Abverkäufen einen Termin bei deiner Bank aus, um sie über dein Vorhaben zu informieren. Der schlimmste Fall wäre doch, wenn dir deine Bank am Schluss das Geld einfriert, weil sie nicht weiß, dass du mit Krypto Gewinn gemacht hast. Bei größeren Summen kannst du auch in mehreren Tranchen auszahlen. Plan B wäre auch immer eine zweite Bank parat zu halten, falls dir deine Hauptbank Probleme bereitet. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Bullrun. Denn wir sind doch jetzt vorbereitet. Viel Erfolg, toi toi toi, bis ganz bald. Ich freue mich auf dich.